wollen aus dieser Gleichung den Wert von x berechnen. Wenn man solche Gleichungen bekommt, muss man sich immer überlegen, wo soll man anfangen. Die Gleichung hat dann Wurzel, deswegen kann man sich erstmal überlegen, soll man erstmal die Wurzel wegmachen, oder? Ich kann mir auch überlegen, indem ich die linke Seite und die rechte Seite hoch 2 setze, oder ich gucke mir die Funktion im Zähler und überlege ich mir, ob ich das irgendwie vereinfachen kann, sodass ja eine Gleichung entsteht, die ich mit dem Nenner zum Beispiel wegkürzen kann. In dem Fall sehe ich zum Beispiel sofort, dass 27 gleich 3 hoch 3 ist. Also 27 ist gleich 3 hoch 3, weil das ist genau gleich 3 mal 3 mal 3. Das ist 9 und 9 mal 3 ist genau gleich 27. Wenn ich das habe, dann sehe ich sofort, dass ich mein Nenner schon als x hoch 3 minus 3 hoch 3 schreiben kann. Und das ist schon eine Form, die wir doch kennen, oder? Das ist genau eine Form von a hoch 3 minus b hoch 3 ist genau gleich a minus b mal a zum Quadrat plus a mal b plus b zum Quadrat. Das kommt aus der binomischen Formel. Damit sieht man, dass man x hoch 3 minus 3 hoch 3 umformen kann, sodass man ein Polynom zweiter Ordnung bekommt. Wenn ich das anwende, dann bekomme ich anstatt x hoch 3 minus 3 hoch 3, kann ich festlegen, dass mein a gleich x ist und mein b gleich 3. Somit kann ich x hoch 3 minus 3 hoch 3 umformen und das ergibt sich dann x minus b minus 3, mal x zum Quadrat plus 3x plus 9. Also 3 zum Quadrat. Und man sieht sofort, dass das, was hier wieder kommt, ist genau mein Nenner, was wir ganz oben hatten. So kann ich direkt meine Nenner wieder hier unten aufbringen. Dann erhalte ich im Nenner x zum Quadrat plus 3x plus 9. Und die Wurzel sehe ich nochmal oben. Das ist gleich 5. Anschließend kann ich dann x zum Quadrat plus 3x plus 9 aus meiner Nenner und aus meiner Zähler wegkürzen. Dann erhalte ich letztendlich nur die Wurzel von x minus 3 ist gleich 5. Anschließend kann ich die beiden Seiten dann quadrieren. Dann erhalte ich x minus 3 ist gleich 25. Wenn man eine Wurzel quadriert, dann erhält man einen Betrag. Nun haben wir einen Betrag gleich 25. Um eine Gleichung mit einem Betrag zu berechnen, hat man zwei Optionen. Entweder ist man x minus 3 positiv und ergibt 25 oder ist man x minus 3 negativ und ergibt 25. Ihr müsst euch so vorstellen, in der Wurzel ist man nie sicher, ob die Zahl unter der Wurzel positiv ist oder negativ ist. Deswegen ist es wichtig, im Definitionsbereich der Funktion unter der Wurzel immer zu untersuchen. In dem Fall haben wir x minus 3 unter der Wurzel. Deswegen bekomme ich als Definitionsbereich
x minus 3 soll größer als 0 sein, damit eine Wurzel überhaupt existiert. Damit erhalte ich x soll größer als 3 betragen. Also ich kann kein x kleiner als 3 als Lösung für diese Diagonalgleichung bekommen. Wenn wir das wissen, dann können wir hier weiterrechnen. Dann ergibt sich unser Gleichungssystem. X ist gleich 28 und x ist gleich minus 22. Laut der Definitionsbereiches soll x größer als 3 betragen. Deswegen ist unsere Lösung x gleich 28. Und das wäre die Lösung für diese Gleichung. Damit bin ich am Ende des Videos. Wenn das Video dir gefallen hat, abonniere den Kanal, aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du in der Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Wir sagen bis bald bei MindStudy-ING, dein Tor zur Welt der Ingenieurwissenschaften.